Junge Menschen sehnen sich nach traditionellen Werten wie dem ehrlichen Handwerk. Davon kann auch die Umwelt profitieren. Biologisch und grün sollen die urbanen Lebensräume gestaltet werden. Aber auch die Lust am Konsum und die Hingabe zu Genuss und Überfluss wird wieder zum Lebensinhalt. In den kreativen Köpfen unserer Zeit findet man experimentierfreudige Sonderlinge, die durch ihre spielerischen Schöpfungen wieder Leichtigkeit in den Alltag bringen. Trends treffen den Zeitgeist und sind so vielseitig wie die Ausübenden selbst. Von innovativ zu halsbrecherisch, von nachhaltig zu lukrativ. Jagen und Sammeln, das wohnt dem Menschen inne. In unserer Konsumgesellschaft haben sich nur die Inhalte geändert. Trend sind Sneaker, Comics oder beispielsweise Tabletop-Figuren. Und davon möglichst viele. Sammeln 2.0. Mindestens einmal die Woche findet man Marvin im Hobbyladen. Hier deckt er sich für seine Lieblingsbeschäftigung Tabletops ein. Die Strategiespiele, die man meist auf einer Tischplatte mit Sammelfiguren spielt, haben eine treue Fangemeinde und sind durch den Nerd-Hype voll im Trend. Marvin nimmt uns mit aufs Territorium von Warhammer, Warmachine, Infinity und Co. Heute brauche ich einen sogenannten Helldiver. Muss jetzt mal schauen, ob ich den finde. Denn der gehört zu einem neuen Plan, den ich mir ausgedacht habe. Das wäre dann mein dritter. Genau. Und den hole ich mir jetzt. 3 bis 150 € kann man hinlegen für eine Spielfigur. Drachen, Space Marines, Elfen, Orks, Raumschiffe, Tabletop-Spielwelten reichen von Sci-Fi bis Fantasy. Man braucht natürlich einen gewissen Grundstock. Man kann sich aber diesen Grundstock auch schon für, sage ich mal, seine kompletten 2 Armeen für 300 € schon zusammenbauen. Über einen Grundstock ist Marvin lange hinaus. Der 27-Jährige ist in 5 von rund 70 Tabletop-Spielsystemen, die auf dem deutschen Markt sind, zu Hause. Er hat sich eingelesen in unzählige der seitenschweren Regelwerke, die es zu beherrschen gilt, und ist als Turnierspieler aktiver Teil der Szene. Hier kennt man sich. Ja, schon. Ich kaufe heute mal wieder ein paar neue Sachen, die am Massen aufstocken. Und wie läuft's so bei dir? Gestern habe ich echt eine Armee fertig gemacht. Wie lange hast du gebraucht für die Armee? 2 Tage jetzt. Das war eine kleine. Olli ist sogenannter Painter. Das Zusammenbasteln und Bemalen der Sammelfiguren ist Teil des Hobbys. Vor dem großen Einsatz bekommen die Modelle in Kleinstarbeit ihren eigenen Anstrich. Ich habe 3 Jahre gemalt an einem Baneblade, der steht da. Das ist so ein großes Fahrzeug, ich habe 3 Jahre ungefähr dran gemalt. Irgendwelche Kampfspuren, Einschusslöcher, die man dann penibel mit einem kleinen Bastelmesser da reinritzt und mit einem ganz kleinen, feinen Bohrer von irgendwie einen halben Millimeter da reinbohrt. Und dann denkt man sich irgendwann, ja, was, vielleicht doch mal noch eine andere Armee ausprobieren, selbes Spielsystem, andere Armee. Ja, mache ich. Und dann fängt man an, auch noch andere Sachen, andere Armeen zu spielen und zu kaufen. Dann gibt es halt natürlich von den Herstellern immer wieder Regeländerungen, Reboots sozusagen. Wir sagen das auch ganz gerne. Ich meine, wir sind Nerds. Das ist einfach so. Ist so. Früher hat man halt immer noch das als Schimpfwort gesehen, jetzt ein Nerd zu sein. Ja? Obwohl wir uns damals dann auch nicht davon abgewendet haben, weil wir sind so. Ja? Aber inzwischen ist halt einfach, das Nerdtum ist halt, es wächst. Ja? Es gibt inzwischen Leute, die dazugehören wollen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht ihr Leben und ihr Lebensstil ist. Ja? Und wir sind's gerne. Super. Ganze Fernsehserien widmen sich der Welt von nerdigen Sonderlingen. Die beliebtesten haben dazu beigetragen, dass Nerdsein mittlerweile hip geworden ist. Zu Hause bei einem Tabletop-Spieler. Um sie nachher auf dem Schlachtfeld strategisch einsetzen zu können, sammelt Marvin Spielfiguren. Die sind meist aus Zinn oder Kunststoff und müssen noch von Gussgraten befreit werden. Jetzt grob geschätzt zum 1000. Mal, ja, dass ich irgendeine Figur entgrate. Das ist eine Massenarmee. Ja? Das heißt, ich versuche zu gewinnen, also mein Way to Victory heißt es, ist es, den Gegner zuzuschwarmen mit meinen
mit meinen Einheiten, auf das ich sage, okay, der Gegner kann nicht so viele Attacken aufbringen, wie ich Figuren habe, beziehungsweise wie ich dann auch von meinen toten Figuren wiederbeleben kann. Ja, und versuche es somit, die ganze gegnerische Armee über kurz oder lang zu überrennen. Circa 2000 Modellfiguren hat Marvin gesammelt, seit er vor 7 Jahren über einen Freund zum Tabletop-Spielen kam. Fast 10.000 € hat er in sein Hobby investiert. Die Sammlung schmückt seine ganze Wohnung. Dann kommen wir hier zu meinen Anfängen. Da sind jetzt auch ein paar der Figuren dabei, auf die ich am stolzesten bin. Wie man jetzt zum Beispiel sieht, wie die Ragnarok-Spinne, weil die Todfeinde von den Orks und Goblins sind die Zwerge, wie die halt gerade im Wald oder im Rennen einen Zwerg verschlingt. Ja? Und vielleicht erkennt man es auch, ja, dahinter der Geifer runterrennt. Das sind halt alles so Dinge, die man halt dann selbst gestaltet. Ich bin da ein ziemliches Fluff Bunny. Fluff Bunny heißt, also Fluff ist ja die Hintergrundgeschichte und Fluff Bunny heißt jetzt so quasi, ich beziehe mich sehr viel auf die Geschichte und nicht auf die Spielstärke. Wie der und der zu dem und dem geworden ist, wie dieser und jener die Waffe bekommen hat, die er momentan hat. Etwa 18 Stunden bastelt Marvin an so einem Modell. Es ist eine Armee, die in die Schlacht zieht, ja, und einfach die Hälfte der Zeit kloppen sie sich gegenseitig, ja, weil sie sich nicht verstehen, weil sie einfach sagen, ja, ich bin jetzt hier der Größte und ich sage jetzt, wo es lang geht, ja, und die Kleinen lassen sich das natürlich auch nicht gefallen durch ihre schiere Masse, wie man jetzt vielleicht hier vorne bei mir auch sieht. Hier meine Nachtgoblin-Armee, ja, habe ich einfach gesagt, gut, Nachtgoblins sind geil, ja, da spielen wir halt dann einfach mal ganze 300er Blöcke von denen. Von seiner neuen Figur wäscht Marvin zunächst noch den Staub ab. Dann werden die Einzelteile zusammengeklebt. Ein Aktivatorspray beschleunigt den Härtevorgang. Richtig ätzend wird es dann, wenn die Finger aneinander kleben, also Haut auf Haut. Ja, dann wird es schon ein bisschen unangenehm. Genau. Und dann muss man das über verschiedene Lösungsmittel versuchen zu lösen oder mit Gewalt. Jetzt hält der Gute. Er hat jetzt auch einigermaßen eine Pose, dass man sagen kann, ja, schaut bedrohlich aus für den Gegner. Da die Figur einen Totengräber darstellt, bekommt sie eine schwarze Grundierung. Fast jeden Tag verbringt Marvin 1 Stunde mit dem Modellbauen. Während dem Trocknen macht er sich ans Bemalen einer anderen Figur. Dann machen wir jetzt weiter, dass wir den anmalen, weil den werden wir heute auch benutzen. Für den Betriebsleiter im Einzelhandel der perfekte Ausgleich zum Arbeitsalltag. Es ist wie, wenn manche Leute angeln gehen, ja, ist es halt einfach bei mir, dass ich dann halt einfach sage, so, gut, ich hocke mich jetzt hin und male in Ruhe eine Figur an. Die Kriegsbemalung ist eine filigrane Angelegenheit. Marvins Schwester ist Konditorin. Beim Zuckerziehen hat er sich einiges abgeschaut. Die Rüstung bekommt einen Rosteffekt. Pinsel fast trocken machen, deswegen heißt es Trockenbürsten, dass fast keine Farbe mehr rausgeht. Der ist auch ein Untoter, der ist schon seit Jahrzehnten im Krieg, ja, und der kann natürlich nicht ausschauen wie aus dem Ei gepellt. Genau, und das müssen wir halt jetzt schauen, dass wir den irgendwie authentisch rüberbringen, den Kerl. Bei manchen Turnieren herrscht Bemalpflicht. Auch gibt es Wettbewerbe für die am schönsten bemalten Modelle. Einige Tabletop-Spieler bevorzugen Systeme mit fertigen Figuren oder lassen sie von anderen gegen Bezahlung bemalen. So, dann fügen wir jetzt unsere Armee hinzu. Und dann ist das für heute die Armee, die wir mehr oder minder spielen wollen. Ich weiß nicht, ob ich alle da zusammenkriege. Ich muss jetzt dann noch eine Liste schreiben. Statt mit Block und Stift werden die Aufstellungslisten heute über Handy-Apps angelegt und ausgetauscht. Marvin stellt seine Armee in der Stärke zusammen, auf die er und sein Gegner sich geeinigt haben. Der Turnierspieler ist für den Kampf gerüstet. Marvins untotes Pferd zieht in die Schlacht. Im Tabletop-Spiel War Machine Hordes belegt er momentan Platz 85 von 1600. Sein Gegner Moritz Platz 25 der deutschen Rangliste. Ein Szenetreffpunkt im Hinterhof.
Hier wird gezockt und an der perfekten Strategie gefeilt. Die Schweine, die sind, finde ich, ganz witzig, aber es sind halt auch leider die ersten Modelle, die sterben. Das hört sich ein bisschen makaber an, aber ich habe, nachdem ich ja die bösen Elfen spiele, die sammeln auch die Toten auf, um ein neue kleine Biester draus zu machen. Und die sind halt so billig, dass ich mir auch einfach sagen kann, die töte ich in der ersten Runde selber und generiere dadurch selber ein neues Biest, was einfach, wenn ich es direkt kaufen würde, mehr Punkte kosten würde. Wie viele Punkte eine Figur wert ist, legen Sammelkarten fest. Es wird auf Zeit gespielt und aus Booklets ein Szenario ausgewählt, das den Weg zum Sieg bestimmt. Es gibt die Möglichkeit, dass man den gegnerischen Warcaster tötet, den General der Armee, oder dass man halt auf diesen Szenarien 5 Punkte holt, also über den Szenarioweg. Sobald jemand 5 Punkte geholt hat, hat er das Spiel gewonnen. Ja. Auf ein schönes Spiel? Auf ein schönes Spiel. Geht's los. Okay. Dann bekommt einen Fokus der Nightmare. Auf einer üblicherweise etwa 1 Quadratmeter großen Spielfläche dürfen sich die Figuren nach ihren eigenen Regeln bewegen. Nicht auf vorgegebenen Feldern, sondern nach Zollmaß. Er kann mich zwar dann beschießen, wenn ich jetzt so weit vorne renne, aber ich möchte so viel wie möglich Boden gut machen. Eine Wissenschaft für sich. Ihre Gesetze offenbaren sich erst einmal nur dem Kenner. Wenn man jetzt mit einem Arbeitskollegen anfängt zu reden, dann muss man oft doch ein bisschen weiter ausholen, um das Ganze zu erklären. Jetzt bei mir im Freundeskreis, einige können was damit anfangen, für andere sage ich halt meistens immer, ich spiele Lego für ganz Große. Ja, ich beschreibe es meistens für mich grob als Schach für Fortgeschrittene, weil es halt auch wie Schach, du schiebst deine Figuren über den Tisch und früher oder später gewinnt halt eine Seite. Jetzt kannst du. Nein, du bist dran. Auf die 6 tötet er das Schwein. Es kommt, das Schwein wandert jetzt auch in den Topf. Wie mache ich das am dobersten jetzt weiter? Also seine Schweine haben jetzt gerade, weil sie sich gegenseitig selber verprügelt haben, haben jetzt gerade den Moralwerttest versaut. Was jetzt halt bedeutet, dass sie sich nicht weiter verprügeln dürfen, weil sie Angst voneinander haben. Und ja, jetzt müssen sie weglaufen. Das hat jetzt ein bisschen seinen Plan gestört. Neben Strategie zählt auch Glück. Das Kriegsspiel sieht eher nach einem friedlichen Gesellschaftsspiel aus. Jawohl! Haben wir wieder einen gekriegt. Schach ist auch ein Kriegsspiel. Von daher, es fließt kein Blut. Es wird nicht verherrlicht, dass irgendjemand umgebracht wird, sondern es ist Mittel zum Zweck. Wir wollen uns taktisch gegeneinander messen und ist halt momentan meiner Meinung nach die beste und unterhaltsamste Methode, das zu tun. Für manchen wird das Hobby zum Turniersport. Am Nebentisch spielt ein Student, der gerade von der WM in Irland zurückgekommen ist. Vor der Weltmeisterschaft haben wir mit Trainieren und im Skype ein bisschen diskutieren, haben wir ziemlich viel Zeit gebraucht. Und da habe ich schon immer geschaut, dass ich so 10 Spiele pro Woche schaffe. Ja, also in den letzten Wochen, da haben wir dann schon so 30 bis 40 Stunden die Woche eigentlich mich mit Warmachine beschäftigt. Geht ein Spiel nicht auf Zeit, zocken manche Spieler Nächte durch. Marvin hat seine Ausstattung optimiert, mit Lasern, welche Sichtlinien aufzeigen. Ist er in deiner Kontrollzone? Das weiß ich nicht. Ach so, was hast du denn für eine Kontrollzone? 14 Zoll. Wo steht denn deine Casterin? Auf dem Hügel. Für Marvins Gegner Moritz stehen die Gewinnchancen gut. Und wenn ich den allen nichts tun kann, ist das ein bisschen bitter. Ich bin ja nicht so ein Anfänger wie du. Please. Ich weiß, dass er spielen kann, aber trotzdem redet man ihm ein, dass er eigentlich gar nichts kann. Und so zieht sich das halt durch. Und dann versucht man halt aus dem Konzept zu bringen, das ist ganz klar. Gecharged bin ich. Das heißt, ich kriege geboosteten Damage Roll. Ich habe Power 12 sollte der haben. Ne, der hat Power 10. Das heißt minus 6, oder? Ja. Das sind dann 3 Schaden. Schaden kassiert, das bedeutet, er hat noch ein Leben. Das Finale naht. Das Warbeast von Moritz und Marvins Warcaster stehen sich zum Duell gegenüber. Ja, jetzt wird spannend. Doch Moritz geht plötzlich die Zeit aus. Ohne Boost. Das sind dann 5 Schaden. Shake Hands. Schönes Spiel. Ja, nee. Ich hab verloren. Marvin hat gewonnen. Für heute. Das nächste Treffen ist aber schon ausgemacht.
Ich finde es halt super, weil, also ich meine, ich habe jetzt auch über die Community und über das Hobby halt auch viele Freunde kennengelernt. Also wo ich jetzt halt inzwischen sage, dass das Freunde sind und nicht einfach nur Spielpartner. Die Tabletop-Szene. Eine Gegenkultur zu Computerspielen und Internet-Communities. Was zu Urgroßvaters Zeiten das Spiel mit Zinnsoldaten war, hat sich in neuem Gewand durchgesetzt.